Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Eventuelle Hintergrundgeräusche sollten euch nicht stören, wir haben sehr starken Wind heute. Heute zum Thema, das in unseren westlichen Medien natürlich verschwiegen wird, aber nicht in den osteuropäischen. Und zwar Viktor Orban, der ungarische Präsident, sagte, die EU-Kommission plant einen Umsturz in Ungarn. Ungarn erhebt sowohl gegen Brüssel als auch gegen Kiew schwere Anschuldigungen. Die EU-Kommission und das Kiewer Regime würden einen Sturz der legitimen Regierung planen. Der russische Auslandsgeheimdienst stützt diese Anschuldigungen Orbáns und des ungarischen Außenministers Péter Szijjártó. Ministerpräsident Viktor Orban ist sich sicher, dass hochrangige EU-Politiker mit der Ukraine konspirieren, um sich in die Innenpolitik Ungarns einzumischen und die derzeitige Regierung zu stürzen. Das Verhältnis der Regierung Orbáns und der EU-Kommission ist seit Jahren angespannt. Wir wissen, Orban ist nicht die Marionette wie alle anderen, allen voran Deutschland, der EU-Kommission, sondern Viktor Orban macht Politik für sein Volk und nicht für die EU und die EU-Kommission, die niemals demokratisch gewählt worden ist. Streitpunkte sind die Militärhilfe der EU für Kiew, die Sanktionen gegen Russland und das Drängen einiger Mitglieder, die Ukraine in die EU aufzunehmen. Versuche der Einflussnahme auf die ungarische Innenpolitik kommen nicht nur aus Brüssel, sondern auch aus Kiew, sagte Orban im HETEC-Podcast und fügte hinzu, Brüssels Ziel ist es, eine pro-ukrainische Regierung in Ungarn zu installieren. Orban verurteilte die Militarisierungspläne der EU und sicherte zu, Ungarn davor zu bewahren, in einen möglichen Krieg hineingezogen zu werden, auch wenn die meisten anderen EU-Mitgliedstaaten dazu bereit wären. Allen voran unsere kriegsbesoffene Regierung mit Friedrich Merz, Kiesewetter und Pistorius und den Genossen, die unbedingt die Ukraine so lange unterstützen wollen, bis es endlich in ihren Augen einen dritten Weltkrieg gibt. Sie wollen den Krieg nicht, aber sie machen alles dafür, dass der Krieg möglich ist. Auch der ungarische Außenminister Péter Szijjártó sagte, dass in Mitteleuropa Interventionen mit dem Ziel der Destabilisierung und des Sturzes der Regierungen der Slowakei, Ungarns und Serbiens stattfinden. Die EU-Führung lehne es ab, wenn EU-Staaten ihre nationalen Interessen priorisieren und sich Brüssel widersetzten. Das sagte der ungarische Außenminister. Und fürwahr, wir müssen uns der EU unterordnen, heißt es doch immer. Nur Ungarn, die Slowakei und Serbien tun das nicht und sind demnach total gefemt in der EU, in den kriegsbesoffenen EU-Ländern. Der russische Auslandsgeheimdienst, ich habe auch eine Information dazu gefunden in russischen Quellen, die in Deutschland natürlich gesperrt sind. Der russische Auslandsgeheimdienst SWR stützte die Vorwürfe Orbáns und Szijjártós. In einer Erklärung vom 13. August, also schon wenig her, aber erst jetzt öffentlich gemacht, hieß es, dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ernsthaft Szenarien für einen Regimewechsel in Ungarn prüfe. Brüssel wollte Peter Magyar, den Vorsitzenden der ungarischen Oppositionspartei Tisza, bei den Parlamentswahlen 2026 an die Macht bringen, wenn nicht schon früher.
Brüssel werde demnach erhebliche Verwaltungs-, Medien- und Lobbyressourcen einsetzen, während die ukrainischen Geheimdienste die Drecksarbeit erledigten. Schon im Juli warf Orban Kiew vor, geheime Operationen in Ungarn durchzuführen, um die bevorstehenden Parlamentswahlen im nächsten Jahr zu beeinflussen und eine pro-ukrainische Regierung in Budapest an die Macht zu bringen. Orban führte Kiews Umsturzpläne gegenüber seiner Regierung darauf zurück, dass Budapest eine Erklärung des EU-Rates zur Ukraine mit einem Veto blockiert und damit auch Beitrittsgespräche blockiert habe. Der Streit zwischen Ungarn und der Ukraine spitzt sich zu. Orban warnt vor einer Erpressung und Zelensky, der Schauspieler aus Kiew, der die ganze Welt eigentlich in seinem Erpressungs- und Hilferufen-Wahn in Geiselhaft hält, fordert Reform der EU-Regeln. Das muss man sich mal vorstellen, dass einer, der nicht in der EU ist, jetzt fordert, dass die EU ihre Regeln reformiert, um Ungarns Veto zu umgehen. Und was ist das Idiotische? Brüssel prüft derweil neue Verfahren. Also im Sinne von Zelensky, dem Schauspielerclown, der niemals ein echter Politiker war und der von ukrainischen Oligarchen eingesetzt worden ist. Ich habe darüber publiziert. Also soweit ist es schon gekommen, dass Zelensky der EU eigentlich sagt, was sie zu tun hat. Das ist sowas von unglaublich. Viktor Orban wird stark bleiben, das nehme ich an. Aber wenn es zu einem ähnlichen Umsturz kommen würde, wie damals auf dem Maidan, in dem wirklich die Geheimdienste alles tun, um die bestehende Regierung abzulösen, dann wird auch Viktor Orban meiner Meinung nach in die Bredouille kommen. Alles zu den Hintergründen des Krieges in der Ukraine in meinen beiden Broschüren Schlachtfeld Ukraine. In dieser Broschüre erkläre ich ganz eindeutig, wie der Westen seine Versprechungen gebrochen hat. Die Nachfolgerpublikation Schlachtfeld Deutschland, wie die Regierung unser Volk, unser Land in den Krieg führt, ist die Fortsetzung dieser Broschüre. Und darin beschreibe ich, wie die kriegsbesoffene deutsche Regierung, auch die neue Regierung, auch die alte Ampelregierung, mit der woken Bundeswehr, die nichts anderes zu tun hat, um zu diskutieren, auch dieses Dokument habe ich in dieser Publikation, die nichts anderes zu tun hat, als zu diskutieren, ob Transgender an der Front eigene Toiletten bekommen oder nicht. Das ist sowas von, das muss man sich mal vorstellen. Ja, also alles in diesen beiden Broschüren. Diese beiden Broschüren bekommt ihr kostenlos unter info@konservative.de. Denkt auch daran, meinen kostenlosen Newsletter zu abonnieren unter www.michaelgrant.de. Es wäre natürlich nett, wenn ihr meine Arbeit unterstützen könnt, wenn ihr mich weiterempfehlt, wenn ihr meinen Kanal auch weiterempfehlen würdet und abonnieren würdet. Ich bleibe weiter dran an diesen Themen, die politisch unkorrekt sind. Ich habe viele Kontakte in Osteuropa. Ich habe viele Kontakte in Ländern, die in Deutschland nicht gehört werden wollen und nicht gehört werden sollen. Und es unter Strafe steht, dass man diese Meinungen überhaupt hört. Ich habe alle Meinungen, weil ich lebe in einem Land, in dem noch Meinungsfreiheit herrscht, hier in Südamerika. Und ich werde weiterhin auch objektiv berichten, also beide Seiten zu Wort kommen lassen, die westliche und auch die osteuropäische. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.